Ich will ein weiteres kleines Beispiel anführen. Es ist das, was ich den Fluch der Psychosomatik nenne. Psychosomatik ist ja eigentlich eine gute und sehr berechtigte Idee. Es geht um den Zusammenhang, um die Verbindung zwischen Körper und Geist. Und selbstverständlich hängt das zusammen, denn für unseren Organismus gibt es ja gar keinen Unterschied zwischen Körper und Geist, sondern das ist eins und durch vielfältige Wechselwirkungen miteinander verbunden. Und nur wir von außen sagen, das sind zwei verschiedene Bereiche. Für unseren Organismus gibt es ja diesen Unterschied gar nicht. Hat nun diese gute und berechtigte Idee der Psychosomatik in der Praxis im Alltag zu etwas Gutem geführt? Ich sage häufig nein, zum Gegenteil, zu etwas Schlechtem. Denn man hatte eine Allzweckwaffe als Erklärung für Dinge, bei denen man vielleicht zu bequem war, etwas weiter zu diagnostizieren oder ein Symptom, was man nicht verstanden hat. Da ist dann schnell bei der Hand, dass man sagt, das ist doch psychosomatisch. Und gemeint ist damit, ich muss mich gar nicht weiter drum kümmern, ich muss es nicht diagnostizieren, ich muss es gar nicht so ernst nehmen. Ich habe in einer Zeit mit Psychiatrie angefangen und habe das gesehen, dass man damals zum Beispiel bei Magengeschwüren schnell bei der Hand war und sagte, ja, das ist, weil der Mensch seinen Ärger in sich hineinfrisst und wenn er das nicht besser bewältigt, dann ist halt die Quittung dafür, dass er ein Magengeschwür hatte. Und ich habe Menschen gesehen, die wurden in Psychotherapien genötigt, in Familiengesprächen, um das Konflikt- und Interaktionsverhalten zu bearbeiten. Und der Therapeut war immer fein raus. Der konnte nämlich sagen, wenn es sich dann gebessert hat, das ist das Ergebnis der Therapie. Und wenn es nicht besser wurde, dann hat der Patient eben das noch nicht richtig verstanden, sich nicht genug bemüht und kriegt die Quittung über das Symptom. Nun weiß man aber viele, viele Jahre später, dass viele dieser Patienten, bei denen man sagte, das ist doch psychosomatisch, ein Bakterium im Magen haben, Heliobacter. Man gibt 2 Wochen ein Antibiotikum und das Problem ist erledigt. Auch dieses kleine Beispiel zeigt, wie gefährlich das ist, wenn man sich in der Psychologie auf eine Theorie festlegt und diese Theorie nicht mehr an der Realität, an der Wirkung, an dem Nutzen belegt, sondern das wie ein Dogma behandelt und auf Patienten überstülpt.